Als ich 17 war, wurde mir mal gesagt, also mit einem Lehrer und einer Psychotherapeutin als Eltern, da kannst du doch nur einen Knacks abkriegen. Es liegt nicht an den Berufen meiner Eltern, dass ich einen Knacks habe. Aber meine Seele ist so verletzt, dass meine Selbstheilungskräfte nicht mehr ausgereicht haben. Und genau darüber möchte ich hier auf diesem Kanal reden. Als mir das mit 17 damals so gesagt wurde, hatte ich mich mit dem Thema psychische Krankheit persönlich noch nicht beschäftigt. Da war das irgendwie noch sehr weit weg und ich hatte nicht den Eindruck, dass das irgendwas mit mir zu tun hat. Obwohl ein Grund, dass ich mich getraut habe, mich alleine ins Flugzeug zu setzen, das erste Mal zu fliegen, über den Atlantik nach Kanada, dass mir das weniger Angst gemacht hat, als weiter zur Schule zu gehen. Weil ich mich so unwohl in der Schule gefühlt habe. Wie gesagt, mit 17 dachte ich noch, dass das nichts mit mir zu tun hat. Mit der Zeit wurde es aber immer klarer, dass ich Therapie brauche, dass ich alleine nicht mehr weiterkomme. Und das hat lange gedauert, bis ich das eingesehen habe, und dann hat es nochmal Jahre gedauert, bis ich es tatsächlich geschafft habe, mir einen Therapieplatz zu suchen. Das habe ich tatsächlich erst 2018 geschafft, im September. Da war dann die Diagnose erstmal Depression. Ich habe dann 2019 gemerkt, dass ich ambulant so gerade nicht mehr weiterkam und habe dann eine 8-wöchige stationäre Therapie gemacht. Weiterhin danach dann ambulant. Da hatte ich dann auch schon einen Therapeutenwechsel hinter mir. Dann bin ich umgezogen und habe nochmal einen Therapeutenwechsel gehabt. Achso, in der stationären Therapie habe ich dann noch die Diagnose soziale Phobien dazu gekriegt. 2020 habe ich dann auch noch eine Reha gemacht. Dementsprechend habe ich jetzt mittlerweile 2,5 Jahre Therapieerfahrung. Und bin mir nicht so sicher, wie weit ich auf dem Heilungsweg schon vorangekommen bin. Es schwankt sehr. Letztes Jahr hatte ich dann die Idee mit diesen Videos, dass ich darüber reden möchte, wie das ist, mit diesen Erkrankungen zu leben, wie sich das anfühlt, einfach einen Einblick zu geben. Weil ich auch immer wieder so dieses Gespräch hatte, dass das einfach schwer in Worte zu fassen ist, schwer nachzuvollziehen, wenn man da keine eigenen Erfahrungen hat. Und Dinge in Worte fassen fand ich schon immer spannend. Und die richtige Formulierung finden und die richtigen Worte finden, das ist etwas, mit dem ich mich beschäftige. Also hoffe ich halt, dass ich da so einen kleinen Einblick geben kann, dass er die Videos interessant, berührend, erhellend findet. Oder wenigstens eins davon. Also ich habe in mir halt schon ein Mitteilungsbedürfnis gefunden, was ich sehr tief vergraben hatte, weil es mir zu viel Angst gemacht hat, Dinge über mich preiszugeben, wie es mir geht, wie es in mir so aussieht. Ich habe jetzt aber eben gemerkt, dass das gut ist und wichtig und hilfreich, über Dinge zu reden. Ja, einfach um sie klarer zu kriegen, teilweise auch um sie gewissermaßen zu testen. Weil ich viele Dinge, wenn ich sie nur denke, dann bleibt die emotionale Ebene manchmal so ein bisschen außen vor. Und wenn ich Dinge ausspreche, dann passiert es eher mal, dass dann eben eine emotionale Reaktion kommt. Also wenn ich dann sage, ein bestimmtes Thema, bin ich drüber hinweg, dann merke ich, dass ich anfangen muss zu weinen. Dann weiß ich, dass das nicht stimmt. Ja, meine Gedanken sind halt nicht sehr wörtlich.
nicht Text, sondern sehr assoziativ. Wenn ich es aussprechen will, wenn ich es erklären will, dann muss ich es nochmal konkretisieren, in Worte fassen und es auf den Punkt bringen. Und oft hilft mir das auch, die Dinge für mich nochmal klarer zu sehen. Und abgesehen davon will ich irgendwie auch einfach wieder etwas schaffen. Etwas dem Ganzen abbringen. Dieser ganzen Schwere, dem Ganzen irgendwie etwas daraus zu machen, etwas damit zu machen, dass etwas dabei rumkommt. Ja. Gleichzeitig macht mir der Gedanke auch Angst, dass dann einfach so viel über mich im Internet zu finden ist, dass ich so viel über mich preisgebe und dann ist es erstmal sichtbar. Ich habe vorher auch noch nie Videos aufgenommen. Ich habe zum Glück kein Problem damit, meine Stimme zu hören auf Aufnahmen. Ich weiß aber nicht, wie das dann wird, wenn ich mich regelmäßig sehe. Das ist gerade sehr ungewohnt. Und da das so ungewohnt ist und neu und ich mich nicht überfordern möchte, will ich langsam anfangen, indem ich dann erstmal so eine Struktur folge, dass ich erstmal mich mit den Symptomen beschäftige. Da habe ich dann etwas, wozu ich dann sagen kann, inwieweit das mit meiner Erfahrung in Bezug steht. Und dann später erst zu persönlicheren Themen komme. Und da ich auch anonym bleiben möchte, werde ich auch erstmal namenlos bleiben. Ich habe auch den emotionalen Bezug zu meinem Vornamen verloren. Von daher macht das jetzt für mich nicht so viel Sinn, da ich zum anderen auch davon ausgehe, dass erstmal nur Menschen diese Videos gucken werden, die mich schon persönlich getroffen haben. Es besteht aber natürlich die Möglichkeit, dass das dann irgendwann auch noch andere Menschen sehen. Ja, soweit zum ersten Video. Vielleicht sehen wir uns ja im nächsten.